Ich sehe mich selbst überhaupt nicht als Möbelbauer, aber ich brauche dringend ein TV-Möbel. Bleibt also dran, das könnte lustig werden. Gleich nach dem Intro geht's los. Das TV-Möbel, das mir vorschwebt, ist von vorne betrachtet eigentlich gar nicht wirklich speziell. So habe ich das einfach ein Kasten mit einer Abtrennung in der Mitte, wo oben dann der Fernseher reinkommt. Unten vielleicht noch ein bisschen DVD-Player, Soundbar etc., was man da so hat. Und ins untere Fach kommen dann vielleicht irgendwelche Regale rein, das muss ich dann noch schauen. Spannend wird es vor allem, wenn wir uns das Ding von oben ansehen, dann sieht das ungefähr irgendwie so aus. Und zwar wird es hier eine Kurve geben. Mir schwebt nämlich vor, das Ganze mit einem Rolltor, respektive 2 Rolltoren zu bauen. Vielleicht erinnert ihr euch an den Brotkasten, den ich mal für YouTube gebaut habe. Ich verlinke euch das Video oben im Eck. Da habe ich so ein Rolltor in kleiner Form gebaut. Das hat eigentlich gut geklappt. Jetzt wird es einiges größer werden. Wir müssen uns nämlich eine Nut fräsen, die von hier in einem Radius rundherum geht. Und hier wird so eine Fake Backwall eingelassen, wo das Rolltor dann dahinter verschwinden kann. Seht ihr dann später im Video. Ich würde sagen, wir legen gleich mal los und machen uns diese 3 Bretter mit diesen Rundungen und ja, legen wir los. So, und da hätten wir unsere 3 Regalböden mit unserer Rundung. Mit dem Bündigfräser ging das echt fix. Ich muss es immer wieder sagen, dieser Bündigfräser mit Achswinkel von Fish Tools, der macht einfach richtig Laune, weil es immer richtig geile Ergebnisse gibt. Als nächstes geht es darum, dass wir hier diese Nuten einfräsen für das Rolltor, das wir später noch bauen. Dazu brauchen wir eine Schablone, die mache ich aus MDF und die machen wir jetzt. Los geht's! So, damit hätten wir auch diese Schablone aus MDF hergestellt. Die dient mir jetzt einfach dazu, dass ich im richtigen Abstand und im richtigen Radius hier meine Nuten fräsen kann. Also machen wir mal ein bisschen Start. Ich musste die Fräsung ganz kurz unterbrechen, um euch was zu zeigen. Und zwar habe ich es hier wieder mal verkackt mit der Fräsung. Und wisst ihr, was das Problem war? Hier liegt ein ganz kleines Nübelchen Leim. Keine Ahnung, wie das hier hingekommen ist, aber es zeigt einfach wieder mal, wenn irgendwas im Weg liegt, wenn das Template, das ihr gemacht habt, nicht 100% perfekt ist oder eben irgendwas im Weg liegt, habt ihr es bereits verkackt. Ich bin jetzt froh, ist das auf der Rückseite passiert. Ich denke, es ist nicht so schlimm, ich kann das einfach nochmal durchfräsen. Das wird trotzdem gut laufen, dieses Rolltor. Wenn es auf der Vorderseite gewesen wäre, wäre ich, glaube ich, schon das erste Mal durchgedreht. Weiter geht's. So, unsere 3 Regalböden sind jetzt so weit fertig, dass wir weitermachen können. Diese ganze Fräsgeschichte mit diesen Nuten hier war gar nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich bin trotzdem ein paar Mal ein bisschen verwackelt, habe jetzt teilweise gewisse Stellen mit Holzkit etwas ausbessern müssen.
Eine Platte habe ich komplett verkackt, weil sich die Fräsertiefe verstellt hat und ich komplett durchgefräst habe, musste ich eine neue besorgen. Darum ist die jetzt auch aus Kiefernsperrholz und nicht Birke, weil es keine mehr hatte. Ist aber kein Problem, wir werden das später sowieso grundieren und lackieren. Wie geht es jetzt weiter? Ich werde die Platten noch ein bisschen schön machen, teilweise mit einer kleinen Rundung dran und dann geht es ans Zusammenbauen. Und dafür habe ich ein neues Spielzeug organisiert, und zwar so eine Flachdübelfräse. Bin gespannt, wie ich mich damit anstelle. Weiter geht's! So, die Konstruktion steht soweit. Auf der einen Seite des Möbels habe ich die Seitenwand jetzt noch weggelassen, weil da müssen wir später die Rolltore dann einführen, die wir später noch bauen werden. Darum ist jetzt da noch offen. Ich werde jetzt als nächstes das ganze Ding lackieren. Es wäre natürlich schlauer, das Ganze vorher, bevor man es zusammenbaut, zu lackieren. Allerdings musste ich einfach feststellen, dass ich hier drin überhaupt keinen Platz habe für all diese Einzelteile einzeln anzupinseln. Auch draußen ist gerade nicht so geiles Wetter im April, immer ein bisschen unbeständig. Darum habe ich mich entschieden, das Ganze erst aufzubauen und dann zu lackieren. Dafür habe ich hier so einen weißen Möbellack gekauft und so einen Vorlack habe ich mich dieses Mal dafür entschieden. Hätte eigentlich weiß sein müssen, laut dieser Empfehlung hier auf dem Lack. Ich habe jetzt aber grau genommen als Vorlack, keine Ahnung wieso. Einfach wieder mal daneben gegriffen, aber ich hoffe, dass das trotzdem funktioniert. Los geht's mit dem Pinsel. So, und damit wäre auch die ganze Streicharbeit erledigt. Das ist immer so der mühsamste Teil für mich, dieses ganze Streichen. Ich habe jetzt einmal Vorlack aufgetragen und zweimal diesen weißen Möbellack und ich hoffe, das wird dann gut aussehen, wenn es getrocknet ist. Die etwas breitere Seitenwand, die liegt da hinten zum Trocknen, die habe ich separat lackiert. Die kommt ja auch erst am Schluss dran, wenn wir diese ganze Rolltour-Geschichte erledigt haben. Damit soll es auch weitergehen, allerdings in einem zweiten Teil. Ich glaube, das Video ist schon ziemlich lange geworden, mache ich lieber 2 Teile draus. Ich muss noch ein paar Sachen besorgen, zum Beispiel diesen Stoff, der da hinten drauf kommt auf dieses Rolltor. Und ja, würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin habe ich euch noch ein kleines Extra für den Schluss aufgehoben. Und zwar habe ich beim Zusammenbau von dem Ding so einen richtigen Hassmoment erlebt, wo ich ein bisschen ausgerastet bin. Und das könnt ihr euch jetzt gerne zum Schluss noch geben. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal im zweiten Teil. Ah, du Wichser! So ein Pimmel, hey, ehrlich.
Scheiße. Jetzt geht der ganze Sauhund auseinander. Leck mir am Arsch. So, nein. Richtiges Scheißprojekt, Mann. So verdammte Kacke. Leck mir ist das ein Stell ab.